Heute geht es mal wieder um Vorbildbetrachtungen. Aber diesmal geht es nicht um geografisch gebundene Themen, sondern um technische Themen. Wie der Titel schon sagt, geht es um den Bereich um die Gleise herum. Nach einigen Worten zu Indusi und PZB geht es dann weiter zu den Weichen. Ach so, vor den Weichen kommt natürlich noch das Thema Achszähler. Und dann werden noch ein paar Gedanken an Prellböcke verschwendet und noch ein bisschen was zu Grenzzeichen erzählt. Und zwischendrin wird noch was erzählt, wie man vorbildgerechte Details zur Stromversorgung der eigenen Anlage nutzen kann. Damit sollte es eigentlich genug Ideen geben, die eigene Anlage zu Hause zu verfeinern. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest drüber nach. Details? Ja klar, die sind doch Aufgabe von der Hersteller, oder? Na klar, das stimmt schon auch irgendwie. Aber was bringt das schönste Modell, wenn es irgendwo im Takatuka-Land steht zwischen Pippi L und den Piraten? In meinen Augen sind Details an Fahrzeugen und an Häusern nicht das Wichtigste, aber sie sind schon nicht ganz unwichtig. Was letztendlich zählt, ist der Gesamteindruck der Modellbahnanlage. Da ist es dann wirklich relativ unwichtig, ob ein Revisionsdatum einer Lok stimmt oder eben nicht. Der entscheidende Punkt sind also in meinen Augen die handwerklichen und die kreativen Fähigkeiten eines Modellbahners. Aber um Details einigermaßen gescheit auf der Modellbahn umzusetzen, muss man schon verstehen, was wie in der Wirklichkeit läuft. Und aus dem Grund betrachten wir uns heute diverse Details im Bereich des Gleiskörpers. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens MOBA Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf der Seite sind jetzt die ersten Informationen veröffentlicht. Es könnte sich also lohnen, mal nachzugucken. Details von Indusi und PZB, also induktive Zugsicherung und punktuelle Zugbeeinflussung. Wer Indusi für modernes Teufelszeug hält, dem sei gesagt, die induktive Zugsicherung wurde übrigens in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt. So wirklich neu ist sie also nicht mehr. Es stellt sich allerdings die Frage, welche Auswirkungen hat das eigentlich für die Modellbahn? Wofür brauche ich das Zeug? Naja, wirklich brauchen tut der Modellbahner so eine induktive Zugsicherung definitiv nicht. Aber die Magnete und Anschlussdosen sind in meinen Augen ein ganz schönes Detail neben dem Gleis. Und besonders in jüngeren Epochen haben sie das Potenzial, den Gleisbereich deutlich attraktiver zu machen. Und genau aus dem Grund betrachten wir uns die erste Infografik aus dem Film nochmal etwas genauer. Sie zeigt nämlich, wo und warum Magnete neben dem Gleis liegen. Gehen wir die Dinger einfach mal von links nach rechts durch. Zum einen gibt es da den 1000 Hertz Magneten, der auf Höhe von Vorsignalen liegt. Seine Aufgabe ist es, die Wachsamkeit bzw. Aufmerksamkeit des Lokführers zu überprüfen. Als nächstes kommt der 500 Hertz Magnet. Er liegt 150 Meter vor dem Hauptsignal. Seine Aufgabe ist es, die Geschwindigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls eine Zwangsbremsung einzuleiten. Neben dem Hauptsignal liegt ein 2000 Hertz Magnet. Er löst eine Zwangsbremsung aus, wenn das Signal bei Rot überfahren wird. Ei, hör schon mal, was bringt mir dann das auf der Modellbahn? Naja, das kommt immer darauf an, welche Rolle man beim Modellbahnspielen einnimmt. In Teil 1 der Modellbahnplanungsserie hatte ich das Thema ja schon mal angesprochen, deshalb spare ich mir jetzt weitere Ausführungen zu dem Thema. Aber wer mehr zu diesem Thema wissen will, der kann die Playlist zu diesem Film aufrufen. Sie ist wie immer in der Infokarte oben rechts oder in der Videobeschreibung oder in der Endcard am Ende des Filmes abrufbar. Jedenfalls nehmen wir mal an, ich will beim Betrieb dieser Anlage Lokführer sein. Dann heißt das, ich laufe neben meinem eigenen Zug her und ich steuere ihn über eine drahtlose Fernbedienung. Das heißt aber auch, im Normalfall regle ich die Geschwindigkeit von meinem Zug selbst. Erst wenn ich ein rotes Signal überfahre, dann muss die Anlage eingreifen. Und wie richtet man das ein? Eigentlich ganz einfach. Jedes Signal hat ja die Möglichkeit, einen bestimmten Streckenabschnitt stromlos zu schalten. Normalerweise wird dieser Streckenabschnitt so eingerichtet, dass der Zug vor dem Signal zum Stehen kommt. Durch die plötzliche Wegnahme des Stroms hält der Zug ziemlich abrupt an. Dieses in dem Fall spielzeughafte Verhalten versucht man durch x verschiedene Maßnahmen zu umgehen. Das kann man machen, muss man aber nicht.
Wenn man beispielsweise den vom Signal geschalteten Gleisabschnitt hinter das Signal verlegt, dann entsteht genau der Eindruck einer vorsätzlich ausgelösten Zwangsbremsung. Und wer dann trotzdem noch den vor dem roten Signal stehenden Zug stromlos schalten will, der kann das ja durchaus machen, beispielsweise mit einem vor Ort befindlichen Kippschalter. Mir erscheint die hier vorgeschlagene Konfiguration der Signale jedenfalls sehr viel attraktiver als die sonst üblichen Varianten. Aber das kann natürlich jeder sehen, wie er will. Das soll hier im Wesentlichen ein Denkanstoß sein, eine Anregung, Modellbahn neu zu denken. Und jetzt gibt's noch ein paar weitgehend kommentarlose Gestaltungsanregungen für die Modellbahn. Achszähler. Achszähler sind zwar in der Realität verhältnismäßig unscheinbar, aber sie sind alles andere als unbedeutend. Erst wenn alle Achsen, die in einen Block hineingefahren sind, auch wieder herausgefahren sind, wird dieser Block freigegeben. Das ist zwar für die Modellbahn verhältnismäßig unnötig, aber gerade solche Details verbessern den Gesamteindruck von einer Modellbahn ganz erheblich. Hier im Bild ist übrigens eine der neueren Bauformen der Anschlussdosen zu sehen. Die älteren Anschlussdosen hatten eine etwas andere Form. In diesem Bild ist die Form der Anschlussdosen zu erkennen, die ich von Bildern aus den 50er Jahren kenne. Die gelbe Haube, die auf den Dosen sitzt, ist also bei den alten Formen wesentlich flacher. Und natürlich war die optische Anmutung dieser Dosen in der Plumpsklo-Ära der Bundesbahn wesentlich anders. Zumindest auf den Bildern, die ich kenne, haben diese Dosen allesamt eine fäkalienbraune Lasur. Also im Prinzip etwa so wie die vordere Anschlussdose hier in diesem Bild. Aber das ist ein anderes Thema, über das ich mir heute keine Gedanken machen will. Details von Weichen. Weiche? Was gibt's denn da schon wieder zu gucken? Hab ich doch schon 1000-mal gesehen hier. Ja, das stimmt schon, aber es sieht halt nicht jede Weiche gleich aus. Beispielsweise hier die Weiche, die sieht verhältnismäßig neu aus. Weichenstellhebel und Weichenlaterne mit mehr Lack als Rost habe ich zumindest noch nicht so häufig gesehen. Und wenn ich mir das Bild jetzt so genau angucke, dann scheint die Weiche auch eine reibungsfreie Zungenrollvorrichtung zu haben. Oder beispielsweise die Verschraubungen an den Kleineisen. Das ist das erste Mal, dass ich da nicht verrostete Schrauben sehe. Aber am meisten begeistern mich diese ganzen Kabel. Man muss sich nur mal überlegen, was das für einen Modellbahner bedeutet. Man bohrt ein kleines Loch in die Schiene, steckt einen Draht rein, verlötet das Ganze und fertig ist die Stromversorgung. Und das Ganze sieht dann auch aus wie ein vorbildgerechtes Detail. Was will man denn mehr? Dieses Beispiel zeigt auf jeden Fall, als Modellbahner sollte man sich immer überlegen, was nützt mir diese Vorbildsituation? Kann ich notwendige Dinge besser gestalten oder zumindest unauffälliger? Wenn ja, dann sollte man das unbedingt so machen. Als Tarnung für die Stromversorgung könnten auch solche Anschlussdosen wie die hier zu sehende dienen. Die orange Farbe der Leitung deutet auf Hochvolttechnik hin. Zumindest im Motorraum meines Opel Ampera deuten orange Kabel auf Hochvolttechnik hin. Wie dem auch sei, gelbe Anschlussdosendeckel und orange Kabel sind ein guter Eyecatcher für die Modellbahn. Details von Prellböcken. Eine weitere Sache, die im Gleisbereich sehr gerne vernachlässigt wird, sind Prellböcke. Dabei gibt es da auch sehr viele Details, die man auf der Modellbahn herausarbeiten kann. Da sind zum Beispiel diese gelben Peilstäbe neben dem Prellbock. Die stehen zwar nicht neben jedem Prellbock, aber wer darauf achtet, wird schon ein paar finden. Die vordere Stange markiert die Sollposition des Prellbocks. Im Gegensatz dazu markiert die hintere Stange die maximal zulässige Abweichung des Prellbocks von der eigentlichen Position. Um den Prellbock wieder nach vorne zu ziehen, hat er eine Aufnahme für eine Zugeinrichtung. Die Abdrücke vom Pufferfett verraten, dass gelegentlich auch ein Waggon gegen diesen Prellbock tackelt. Und außerdem verrät die Signaltafel SH0 noch, dass hier maximal Rangierfahrten enden. Und hier sehen wir noch so ein Exemplar mit zwei gelben Peilstäben nebendran. Und auch an diesem Prellbock ist eine SH0 Signaltafel montiert.
Aber es geht auch ganz einfach. Ohne Peilstäbe, einfach nur mit SA0-Signal. Meines Wissens wird das so einfach nur bei selten genutzten Gleisen gemacht. Wenn wir den Blick jetzt ein wenig nach links wenden, dann sehen wir ein Streckenende einer verkürzten Nebenstrecke. Diese verschränkten Schwellen machen auch schon irgendwie was her, finde ich. Aber interessanter bzw. wichtiger ist das SH2-Signal bzw. die SH2-Signaltafel. Sie ersetzt entweder ein rot zeigendes Hauptsignal oder sie ist ein Gleisabschlusssignal an Einfahrstumpfgleisen. Interessant ist an diesem Prellbock, es gibt zwar eine Markierung für eine Sollposition, aber es gibt keine Markierung für eine abweichende Position bzw. für eine maximal erlaubte Abweichung. Es kann natürlich sein, dass überhaupt keine Abweichung erlaubt ist. Der Prellbock sieht sowieso danach aus, als sei er auf die Aufnahme von großer kinetischer Energie konstruiert worden. In dem Fall kann es natürlich sein, dass es keine Toleranzbereiche gibt. Leider habe ich den Prellbock damals nicht wirklich beachtet. Deshalb habe ich kein einziges Bild, auf dem er von hinten zu sehen ist, zumindest nicht als Hauptmotiv. Aber ich habe halt wenigstens ein Bild, wo er ebenso mit drauf ist. Da kann man zumindest erahnen, dass hinten dran noch eine energieabsorbierende Konstruktion ist. Durchaus beachtenswert ist auch, wie weit dieser Prellbock vor dem eigentlichen Gleisende sitzt. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wo der Frosch die Locken hat. In großen Kopfbahnhöfen muss man natürlich immer damit rechnen, dass das Schlimmste passiert. Und damit meine ich nicht, dass der Bohnenkaffee ausgeht. Problematischer als die eben angesprochene Krisensituation ist natürlich, dass ein Zug seine Geschwindigkeit nicht rechtzeitig verringern kann. Dafür müssen natürlich Vorkehrungen getroffen werden, und das werden sie auch. Einerseits nimmt diese Stahlkonstruktion auf den Schienen hier eine enorme Energiemenge auf, und andererseits gibt es natürlich noch diese enorm langen Pufferkonstruktionen. Was da aufgeständert auf dem Prellbock steht, ist übrigens auch eine SH2-Tafel. Sonstiges. Die Möglichkeiten, die Kabel an Schienen bieten, habe ich ja schon weiter vorne angesprochen. Hier nun das nächste Beispiel. Für mich wäre vermutlich H0 die kleinste Nenngröße, bei der ich diese Technik anwenden würde, aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu ungeschickt. Ein weiteres Detail, das auch auf der Modellbahn Sinn macht, ist das Grenzzeichen RA12. Es markiert die Stelle, bis zu der zwei in einer Weiche zusammenlaufenden Gleise belegt werden können, ohne das jeweils andere Gleis zu behindern. Den Standort des Signals würde ich nicht am Vorbild orientieren, sondern an dem Punkt, an dem sich die Modelle auf meiner Modellbahn berührungsfrei aneinander vorbei bewegen können. Die Form des Signals ist übrigens nicht festgelegt. Dieser Streichholzkopf, der hier im Bild zu sehen ist, das ist die übliche Variante, die die Bundesbahn verwendet, bzw. die Bahn. Aber es kann auch andere Varianten geben. Das Einzige, was meines Wissens definiert ist, ist der Umstand, dass sich zwei rote und zwei weiße Farbflächen abwechseln müssen. Aber die Form des Grenzzeichens RA12 ist nicht festgelegt. Hier im Bild ist übrigens die Variante zu sehen, die bei der Hanauer Hafenbahn verwendet wird. Der Film über die Hanauer Hafenbahn ist übrigens auch in der Playlist zu diesem Film zu finden. Auf meiner Modellbahnanlage Gaswerk einen an der Waffel ist übrigens eine Form zu finden, die sich an der Ausführung der Grenzzeichen an der Basaltschüttrampe in Kallenborn orientiert. Genauso gut hätte ich aber auch an zwei einander zugewandten Schienenflanken jeweils rot-weiß-rot-weiße Farbmarkierungen aufbringen können. Auch beispielsweise rot-weiß-rot-weiß lackierte Bremsschuhhalter wären eine regelkonforme Auslegung des Signals. Zwar habe ich von allen angesprochenen Signalformen Bilder, aber ich habe keine Rechte an den Bildern. Ich kann sie also nicht veröffentlichen. Aber wer beispielsweise auf den Bildersuchmaschinen im Internet nach dem Begriff RA12 Grenzzeichen sucht, sollte entsprechende Bilder relativ schnell finden. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wobei montags der Termin für Kurzfilme ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.